Denn der Herr will unter uns sein, er will unter den Menschen sein. Komm her, freudig, der Herr will unter uns sein. Komm her, öffne dem Herrn dein Herz, deinem Nächsten öffne das Herz und erkenne in ihm den Herrn. Komm her, freudig, der Herr will unter uns sein. Komm her, freudig mit uns, nimm teil an dem Herrn Gemeinschaft, nimm teil. Er will unter den Menschen sein. Komm her, freudig, der Herr will unter uns sein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Liebe, Freude und Frieden des Herrn sei mit euch. Und mit deinem Geist. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Schwestern und Brüder. Wir beide, Pater Schosch und ich, begrüßen Sie ganz herzlich, um die Messe mitzufeiern. Obwohl wir physisch nicht vereint sind, sind wir geistig bereit, um für die ganze Welt zu beten und unser Leben mit unserem Herrn Jesus Christus zu feiern. Lasst uns in dieser Messe für alle beten, die im medizinischen Bereich arbeiten, insbesondere für alle Ärzte, Ärztinnen, Pfleger, Pflegerinnen, Sanitäter, Sanitäterinnen und alle freiwilligen Menschen. Wir sollen ihnen dankbar sein und sie durch unser Gebet unterstützen. Wir werden Gott für all diese wunderbaren Persönlichkeiten danken, damit sie gesegnet werden und sicher und mutig bleiben, um den betroffenen Menschen weiter zu helfen. Bereiten wir uns vor, unser Leben mit Jesus Christus gemeinsam zu feiern. Herr Jesus Christus, du bist lieb und barmherzig. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du bleibst immer mit den Leidenden. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du bist unser lebendiger Retter. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, in deinem Sohn hast du uns die Fülle des Segens geschenkt. Gib uns Kraft, unsere sündhaften Gewohnheiten abzulegen und in der neuen Wirklichkeit zu leben, damit einst die Herrlichkeit deines Reiches an uns offenbar wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung aus dem Buch Daniel. In jenen Tagen verurteilte die Versammlung Gemeinde Susanna zum Tod. Da rief sie laut: Ewiger Gott, du kennst auch das Verborgene, du weißt alles. Doch bevor es geschieht, du weißt auch, dass sie eine falsche Aussage gegen mich gemacht haben. Darum muss ich jetzt sterben, obwohl ich nichts von dem getan habe, was diese Menschen mir vorwerfen. Der Herr erhörte ihre Rufe, als man sie zur Hinrichtung führte. Er weckte Gott den Heiligen Geist in einen jungen Mann namens Daniel. Dieser rief laut: Ich bin unschuldig am Tod dieser Frau. Da wandten sie alle Leute nach ihm und fragten ihn: Was soll das heißen, was du da gesagt hast? Er trat mitten unter sich und sagte: Seid ihr so töricht, ihr Söhne Israel? Ohne Verhör und ohne Prüfung der Beweise habt ihr eine Tochter Israel verurteilt. Kehrt zurück zum Ort des Gerichts. Kehrten alle Leute wieder um, und die Ältesten sagten zu Daniel: Setz dich hier mitten unter uns und sag uns, was du zu sagen hast. Denn dir hat Gott den Vorsitz verliehen. Daniel sagte zu ihnen: Trennt diese beiden Männer, bringt sie weit auseinander. Ich will sie verhören. Einen von ihnen her und sagte zu ihm: Ihre Schlechtigkeit bist du alt. Doch jetzt kommt die Strafe für die Sünden, die du bisher begangen hast. Ungerechte Urteile hast du gefällt, Schuldlose verurteilt, aber Schuldige freigesprochen. Und doch hat er gesagt: Eine Schuldlose und Gerechte sollst du nicht töten. Wenn du also diese Frau wirklich gesehen hast, dann sag uns, was für eine Baum war das, unter dem du die beiden zusammen gesehen hast. Er antwortete: Unter einer Zeder. Da sagte Daniel: Mit deiner Lüge hast du dein eigenes Haupt getroffen. Der Engel Gottes wird dich zerspalten. Schon hat er von Gott den Befehl dazu erhalten. Dann ließ er ihn wegbringen und befahl, den anderen vorzuführen. Zu ihm sagte er: Du Sohn Kanaans, nicht Judas, dich hat die Schönheit verführt, die Leidenschaft hat dein Herz verdorben. So könntet ihr an den Töchtern Israel handeln. Sie verhinderten sie und waren auch zu vielen. Aber die Tochter Judas hat eure Gemeinschaft nicht geduldet. Nur sag mir, was für einen Baum war das, unter dem du die beiden entdeckt hast? Er antwortete: Unter einer Eiche. Dann sagte Daniel zu ihm: Mit deiner Lüge hast auch du dein eigenes Haupt getroffen. Der Engel Gottes wartet schon mit dem Schwert in der Hand, und dich mitten entzwei zu hauen. So wird er auch beide vernichten. Da schrie die ganze Gemeinde laut auf und pries Gott, der alles rettet, die auf ihn hoffen. Dann erhoben sie sich gegen die beiden Ältesten.
die Daniel durch ihre eigenen Worte als falscher Zeuge entlarvt hatte. Das Böse, das sie ihre Nächsten hatten, antun wollten, tat man nach dem Gesetz der Mose ihnen an. Man tötete sie. So wurde an jenem Tag unschuldiges Blut gerettet. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte keinen, denn du bist bei mir. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Der Herr ist mein Hirte, nicht wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grüner Aue und führt mich zu Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechte Pfade, treu in seinen Namen. Muss ich auch wandern in finstere Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Muss ich auch wandern in finstere Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit. Muss ich auch wandern in finstere Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Lauter Güte und Huld werden mich folgen mein Leben lang und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Muss ich auch wandern in finstere Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Jesus ging zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm, er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihm auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiter fragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte: Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Evangelium unseres Herrn Jesus. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte kurz das Wort Gottes mit Ihnen teilen.
Die heutigen Lesungen konzentrieren sich auf ein Thema. 2 Frauen werden wegen derselben Straftat angeklagt. Ehebruch. Aber die Botschaft Gottes durch diese Lesungen ist für die ganze Welt sehr wichtig. Die Ausgangssituation ist anders. Susanna wird von den beiden Ältesten zu Unrecht beschuldigt. Den Pharisäern und Schriftgelehrten ist die Absicht des Vorwurfs jedoch nicht lauter. Die beiden alten Leute beschuldigen Susanna, sie von ihren eigenen Vergehen abzulenken. Die Pharisäer und Schriftgelehrten beschuldigen Jesus zu bemängeln. In beiden Fällen kommen Frauen mit dem Leben davon. Die betroffene Person findet unerwartete Hilfe. Susanna durch Daniel, dessen Name übersetzt Gott ist mein Richter bedeutet. Die Frau, die des Ehebruchs in Jesus beschuldigt wird, Jeschua, dessen Name Gott rettet bedeutet. Jesu Handeln übertrifft das von Daniel. Er vergibt die Sünde, was zeigt, dass er der Sohn Gottes ist. Es sind nicht die Handlungen des Einzelnen, die für ihn entscheidend sind, sondern Glaube und Liebe. Denn unser Gott ist der Gott der Liebe und Barmherzigkeit. Er ist Immanuel, ein lebendiger Gott unter uns. Er verlässt sein Volk niemals. Er nutzt jemanden rechtzeitig, um sein Volk vor seinen Schwierigkeiten und Gefahren zu bewahren. Liebe Schwestern und Brüder, wir dürfen bis zum Ende treu und mutig bleiben und nach einer fruchtbaren Zukunft suchen. Wenden wir uns an Gott. Er ist bei uns, er ist für uns. Amen. Zu Jesus Christus, der die Sünde vergibt, lasst uns beten. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Wir beten für alle, die Schuld auf sich geladen haben und auf deine Vergebung hoffen. Herr, erbarme dich. Wir beten für alle Menschen, die ohne Schuld in einem Prozess verurteilt wurden und eine ungerechte Strafe verbüßen für uns, dass wir zu uns selber und zueinander barmherzig sind. Herr, erbarme dich. Wir beten für alle Ärzte, Ärztinnen, Pfleger, Pflegerinnen, Sanitäterinnen und alle, die im medizinischen Bereich, sie in Gott einen Platz im Reich des Friedens und der Liebe. Herr, erbarme dich. Herr, auf deine Barmherzigkeit vertrauen wir heute und in Ewigkeit. Amen. Vierhunderteinundzwanzig. Mein Hirt ist Gott der Herr.
Mein Herd ist Gott, der Herr, er will mich immer leiten. Darum ich nimmer mehr, kann Not und Mangel leiden. Er wird auf grüner Haut, so geh ich im Vertrauen, mir Rast und Nahrung geben und wird mich immer an Wassern still und klar erfrischen und Betet, liebe Schwestern und Brüder, dass mein und euer Gott dem allmächtigen Vater gefallen. Der Herr nimmt das Opfer an, was deine Lippen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr unser Gott, wir bringen die Gaben für die Feier des heiligen Opfers. Nimm auch die Frucht unserer Erntesachen und lass uns in der Freude eines geläuterten Herzens an deinen Altar treten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Zum Sanctus 193. 193. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist Würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Durch das Fasten des Leibes hebst du die Sünde nieder, erhebst du den Geist, gibst du uns die Kraft und den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel. Der Mächte, erfüllt sind Himmel und Erde von seiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Gedenket dein Sein, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna, Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell der Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden. Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte nach, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wieder, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus.
Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns an deinem Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, die ganze Gemeinschaft über der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit heiligen Antonius Maria Claret. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Obwohl wir in unserem eigenen Hause bleiben, die Messe mitfeiern, verbünden wir uns und beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit unserer Versöhnung. Deshalb bitten wir gemeinsam. Herr Jesus Christus, schau dich und schenke dir nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, du bist die Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Liebe Schwestern und Brüder, seht unseren Herr. Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
singen wir 897 von guten Mächten. Eine Strophe. 897. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns durch die Gnade des falschen Neigungen, damit wir auf dem Weg der Nachfolge Christi dir immer näher kommen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Vielen Dank, liebe Schwestern und Brüder, für Ihre Mitfeier. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend. Bleiben Sie gesund. Wir bleiben immer im Gebet verbunden. Wir sollen immer für unser Land und für unsere ganze Welt beten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Er segne euch und behüte, bleibt in der Liebe Christi. Dank sei Gott, dem Herrn. Singen wir noch alle Tage, sing und sage. 526. 2 Strophen. 526. 1 und 3. Ja. Alle Tage sing und sage, Lob der Himmelskönigin. Ihre Gnade, ihre Taten, o Christ mit Herz und Sinn. Gott erkoren, hat geboren, sie den Heiland aller Welt. Der gegeben Licht und Leben und den Himmel offen hält.